Ja, sprechen wir über Angela Merkel und ihre CDU. Bei mir ist jetzt Eckhard Lohse, der Berliner Büroleiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch Autor von Die Täuschung Angela Merkel und ihre Deutschen. Sie haben ja seit Jahrzehnten Angela Merkel auch politisch beobachtet. Wenn wir jetzt darauf schauen, gerade Sie und Friedrich Merz, die ja auch, ich sag mal in der Vergangenheit zumindest Friedrich Merz mit ihr einige offene Rechnungen noch haben dürfte. Wie schwer dürfte es dem jetzigen CDU-Vorsitzenden heute Abend fallen, beim Empfang eine nette Rede auf die Kanzlerin zu halten? Also ich nehme an, dass er zumindest eine freundliche Rede halten wird. Aber wenn wir uns erinnern, als Angela Merkel nach ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt mit dem Verdienstorden durch den Bundespräsidenten ausgezeichnet wurde, hat Friedrich Merz sich wahnsinnig schwer getan, auch nur zu gratulieren. Das war ein quälendes Hin und Her. Also bin nicht sicher, ob das ein Lieblingstermin wird heute Abend. Kann man denn überhaupt reingucken in Angela Merkel? Ich meine, sie sitzt ja im stillen Kämmerlein und schreibt an ihrer eigenen Autobiografie. Aber ich meine, von ihrer CDU ist ja eigentlich inzwischen gar nichts mehr groß übrig. Da hat man ja wirklich, Friedrich Merz hat die komplette Kehrtwende eingeleitet. Ja, das wissen wir natürlich nicht so ganz genau. Friedrich Merz ist mit über 94% zum Vorsitzenden gewählt worden. Klar, die CDU ist erst mal froh, es ist Ruhe, folgt seinem Kurs. Er ist im Moment unbestritten. Das Ja. Die CDU-Wählerschaft ist noch mal ein anderes Kapitel. Da ist natürlich die Frage, wie viele von den Merkel-Fans sagen, ach, wir vermissen sie doch und schade, dass wir sie nicht mehr wählen können. Und jetzt weiß man ja auch, dass es einen Teil gibt, die sagen, CDU habe ich nur wegen Frau Merkel gewählt, nicht wegen Friedrich Merz. Also lasse ich das jetzt möglicherweise. Das sind alles Fragen, die sich natürlich in einem Jahr bei der Wahl dann eher beantworten. Aber angesichts der so schlechten Zustands der Ampelkoalition sind natürlich 30 oder auch mal Anfang 30% für die, ich nenne sie mal Merz-CDU, nicht übertrieben viel. Nun haben Sie ja auch bei dem Buch sich sozusagen in der Revue noch mal angeschaut, was letztendlich auch unter Angela Merkel richtig, aber was eben auch schiefgelaufen ist. Würden Sie sagen, auch in der Rückbetrachtung, das Thema Migration war eigentlich das Entscheidende? Ich glaube, es war mehr, aber Migration ist natürlich das Thema, an dem die Sache explodiert ist im Grunde genommen, an dem auch der Spalt zwischen den Unionsparteien, aber auch innerhalb der CDU so tief war, dass er nicht mehr zu reparieren war. Das ist deswegen ein bisschen bemerkenswert, wenn man zurückblickt auf die ganz frühen 2000er Jahre. Da waren Merz und Merkel, haben sie um die Wette zum Beispiel die Leitkultur für die CDU eingefordert. Angela Merkel noch härter als Friedrich Merz. Sogar im Zentralrat, gegen den Zentralrat der Juden verteidigt, die das Wort schwierig fanden. Frau Merkel hat Multikulti damals falsch gefunden, hat sich dann geändert, hat sich dann angepasst, hat dann geglaubt, mit dieser Flüchtlingspolitik sei sie im deutschen Mainstream und musste feststellen, dass dieser Mainstream eben dann nicht lange durchgehalten hat. Damals war das Signal 2015, you're welcome, die Flüchtlinge sind alle willkommen. Frau Merkel hat zwar schnell dagegen gearbeitet, hat dieses Signal aber nie verändert. Friedrich Merz will heute mit seiner CDU ein anderes Signal setzen. Also insofern, ja, die Migration, die im Buch natürlich ein eigenes Kapitel hat, ist ein Riesenthema. Ein großer Vorwurf, der gerade auch im Beitrag noch mal kam von Stefan Aust, ist ja, dass sie die CDU ihres konservativen Kerns beraubt hat, dass sie aus der Partei eigentlich eine linksgrüne Partei mehr oder minder auch gemacht hat. Sehen Sie das auch so? Ja, wir wissen ja, wer sozusagen damals für das Konservative stand. Also ich nenne mal Roland Koch an erster Stelle, den hessischen Ministerpräsidenten. Und das war natürlich auch eine günstige Situation für Frau Merkel. Die Konservativen stolperten über die Spendenaffäre der CDU. Den Moment hat Merkel genutzt, hat sich Mehrheiten in der Fraktion verschafft und dann schließlich nach einem Anlauf 2002, der nicht geglückt ist, weil die CSU Herrn Stoiber ins Rennen geschickt hat, ist sie dann Kandidatin geworden. Und sie hat die Mehrheiten in der Mitte geholt und war immer eher eine Mitte-Kanzlerin. Und die Konservativen hat sie auch tatsächlich nicht beachtet und hat auch die Meinung gehabt, das muss man nicht. Das waren dann doch am Ende mehr, als sie vielleicht gedacht hat. Und insofern gibt es jetzt so zumindest ein kleines Rollback. Wie lange das anhält und wann die Merkel-Fans sich wieder zu Wort melden in großer Zahl, das werden wir sehen. Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, Daniel Günther in Kiel, die winken ja schon gelegentlich. Ja, die sind ja auch eher noch Team Merkel, auch was die inhaltliche Aufstellung angeht. Genau. Nun ist das ja interessant, dass Angela Merkel, sie ist ja auch weiterhin beliebt. Wir haben das angesprochen, auch wenn wir Umfragen machen, dann fällt mir das wirklich immer auf, dass da so ganz viel Wärme auch aus den Leuten noch spricht im Verhältnis zu Angela Merkel. Wie schätzen Sie denn das ein? Also war sie zwar einerseits die Mutti, als die sie ja bei uns galt, aber andererseits eben doch gerade im Verhältnis auch zu den Männern in der Partei, jetzt eben auch mit Friedrich Merz, war sie da doch wirklich auch die kalte Machtpolitikerin? Also
ob wir es kalt nennen oder nicht, Macht geht ja nur so, indem man Mehrheiten gewinnt. Das hat sie immer gemacht, auch gegen die Männer, über die wir gesprochen haben. Also das hat sie auf dieser Klaviatur hat sie sehr gut gespielt. Das hat die Männer natürlich sehr gestört. Also das Verhältnis von Friedrich Merz und Angela Merkel ist nicht kaputt gegangen, weil sie sich in den frühen 2000er Jahren über die Migrationspolitik gestritten hätten, sondern weil Merkel für den Fraktionsvorsitz ihre Mehrheiten schneller zusammen hatte und Merz abgewählt wurde, ehe er sich's versah. Das war ja ist immer das Paradebeispiel, wie clever sie die Macht ausgenutzt hat. Aber weil sie natürlich immer darauf bedacht war, diese Macht zu behalten und auf gar keinen Fall, das war ja auch immer ihr Ansatz, abgewählt werden wollte oder vom Hof gejagt werden wollte, hat sie sehr stark in Machtkategorien gedacht. Und in dem Moment, beispielsweise Atompolitik, wo sie das Gefühl hatte, in der eigenen Partei ist der Druck, aus der Atomindustrie auszusteigen, Atomstromerzeugung so hoch, dass ich das machen muss, hat sie ihre Überzeugung über Bord gekippt und hat das um des Machterhalts willen gemacht. Sie konnte das schon sehr gut. Sie sind heute Abend auch mit dabei, Herr Lose, Ja. beim Empfang. Ich musste so lachen. Annette Schavan, eine Vertraute von Angela Merkel, hat mal gesagt, wenn die Frau besonders still wird, dann sollte man sich schnell eine Tür suchen. Mal sehen, wie unangenehm die Veranstaltung heute Abend wird. Also wir werden sehen. Sehr gespannt. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei uns. Weitere Details und Einblicke über die Kanzlerschaft von Angela Merkel finden wir natürlich auch in Ihrem Buch Die Täuschung. Danke Ihnen. Danke.